Moin aus dem Wunderland. Wir haben einen Zug für Udo Lindenberg gebaut, den Panik-Express. So einen Zug hat es hier noch nie gegeben und er hat uns auch vor ein paar Herausforderungen gestellt. Wir haben den nämlich nicht nur wie sonst mit Figuren ausgestattet und von außen bemalt und beklebt. Wir haben die Wagen richtig auseinandergenommen. Wir haben sie zersägt, zerfräst, wir haben sie mit Hitze verbogen, wir haben Teile gedruckt, wir haben den ganzen Wagen neu gedruckt. Und das war ein super tolles Projekt, hat total viel Spaß gemacht und Udo hat sich riesig gefreut. Ja, herzlich willkommen. Ein aufregender Tag. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Schon vor 10 Jahren haben wir mal überlegt, den Sonderzug nach Pankow, das ist eine Eisenbahn, logischerweise hier zu bauen. Dann haben wir das organisiert, dass wir nicht treffen durften. Wir dachten, wir fahren ins Atlantik, wir dachten, wir treffen uns 10 Minuten an der Bar. Du hast Basti und mich hochgebeten in die Suite und aus 10 Minuten wurden 2 Stunden. Udo, es waren mit die besondersten 2 Stunden meines Lebens. Ich fand die Idee toll, dass wir einen Zug bauen, der verrückteste Zug, den es wirklich je gegeben hat. Du hast unterschrieben, du hast mitgewirkt an diesem Zug. Das ist für uns das Ehrenvollste überhaupt. Das Ding hat hinten eine Vorbereitung für einen 9. Waggon. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwann zu deinem 90. Geburtstag, jetzt ist noch nicht der 80. wiedersehen und das nächste Jahrzehnt darstellen können. Liebe Leute, schön, dass ihr alle hier seid und wir es hier gemeinsam begehen, gemeinsam feiern heute diesen Ehrentag. Ich ziehe mal nun. Ja? Und es geht weiter und es geht weiter und mit fantastischen Leuten, die wir endlich von euch auch kennengelernt und so. Das ist der absolute Hammer. Und dass ihr jetzt den Sonderzug hier auch verewigt, also dass es verewigt wurde, das ehrt mich wirklich sehr und ich möchte euch ganz herzlich dafür danken. Miniatur Wonderland und die Panik City. Liebe Leute, keine Panik, hier Udo im Miniatur Wonderland. Und hier steht gerade was ganz Fantastisches. Talke und die Freundinnen und Freunde hier basteln gerade den Sonderzug. Sonderzug nach Pankow, habt ihr schon mal gehört? Und so, der fährt durch 8 Dekaden, ja. Wir waren vor kurzem bei Udo Lindenberg im Hotel Atlantik und haben ihm das Konzept für den Zug vorgestellt. Er hat uns auch noch richtig viel Input geliefert. Es war ein richtig nettes Gespräch und ich zeige euch jetzt mal, was wir ihm gezeigt haben. Los geht's mit der Lok. Da haben wir ein bisschen hin und her überlegt, was machen wir. Was sein könnte, dass wir vielleicht auch Udo überreden können, dass er selber die Lok betitelt, vielleicht was draufschreibt. Das können wir dann gucken, ob das klappt. Wir finden es super spannend, was Tine Acke gemacht hat mit dem Sonderzug nach Pankow. Der ist ja auch echt gefahren, den gibt es noch. Dafür hat sie das Bild Menschenfamilie 1 benutzt. Was total spannend ist natürlich die Brille, die trägt er schon ewig so und das ist ein Markenzeichen. Das Tollste wäre, wenn wir den Hut und die Brille kombinieren könnten. Da müssen wir aber gucken mit dem Lichtraumprofil. Wir sind ja ein bisschen eingeschränkt, wie hoch wir kommen können mit dem, was wir draufbauen noch. Aber das werden wir versuchen. Da Udo im Mai 80 Jahre alt wird, wollen wir 8 Wagen machen. Ein Wagen für jedes Jahrzehnt seines Lebens. Und das erste Jahrzehnt wird Gronau sein, seine Heimatstadt. Wir wollen den Wagen in Schwarz-Weiß halten, dass alles ein bisschen wirkt wie ein altes Foto. Es soll dann wirklich alles in Schwarz-Weiß sein, auch die Mitfahrenden, bis auf Udo selbst. Das ist Udo, wie er sein erstes Schlagzeug bekommt. Und die Idee ist, dass sich, wenn er da anfängt zu trommeln, in dem kleinen Wohnzimmer sich die Farbe ausbreitet in diesem Zimmer und Leben oder Farbe in sein Leben bringt. Ansonsten wollen wir ein typisches 50er-Jahre-Wohnzimmer zeigen. Hier ist ein Beispielbild, das war nicht das echte Wohnzimmer, aber das dafür, das ist er mit seinen Schwestern. Bei diesem Wagen wird es so sein, dass wir das alles sehr eng halten, die Öffnung, alles sehr klein, um eben diese Enge zu zeigen, aus der er auch immer ausbrechen wollte. Das hat er relativ früh schon gewusst. Das ist dann jetzt der zweite Wagen, 60er Jahre, Libyen. Und zwar war Udo als Schlagzeuger 1 Jahr lang auf einer Militärbasis. Und zwar hat er da in den Bars gespielt für einfach das Personal dort. Er wurde irgendwie von einem anderen Musiker angeworben. Er trommelt in der Wüste Libyens. Was auf jeden Fall bei dem Wagen wichtig ist, dass die Wüste so aussieht, als würde sie sich in den Wagen reinfressen. Ich glaube, das
wird ganz interessant, da diesen Übergang hinzukriegen. Wüste zum Wagen, das wird ein silberner Wagen werden hier, der auch in der Zeit so gefahren ist. Mal gucken, wie wir das dann machen mit dem Sand auf dem Wagen. Der dritte Wagen sind die 70er. Da haben wir uns entschieden, eine Szene zu benutzen aus einer sehr legendären Hamburger Kneipe, in der sich Udo ganz viel aufgehalten hat. Nicht nur er, auch ganz viele andere sehr bekannte Musiker. Onkel Pös Carnegie Hall hieß es, gibt es leider nicht mehr. Hier zum Beispiel ein Bild, sehr eng drin, Kronleuchter an der Decke, Säulen mitten im Weg und dann draußen die Tür mit wartenden Leuten davor. Das ist im Moment, was ich mir vorstelle, hoffentlich ein beleuchtetes Schild. Da werden wir mal mit Olaf sprechen, was geht. Drin dann Auftritt. Sicher ist, im Hintergrund gab es diese schminktischmäßige Beleuchtung. Ich bin noch nicht ganz sicher, welches Bild wir da oder was das Vorbild wird. Wahrscheinlich das hier. Das fand Udo auch nicht schlecht. Hier sieht man Bilder aus der WG, in der er gewohnt hat. Das war auch ganz wichtig für die Zeit. Villa Kunterbund wurde das genannt. Da hat er zusammen mit Otto und Marius Müller-Westernhagen gewohnt. Und ich glaube, es war eine ziemlich wilde Zeit. Das ist der vierte Wagen, sind die 80er. Und zwar ist es ein Konzert von Udo, das er 1983 in der DDR spielen durfte, im Palast der Republik. Er hat sich ganz stark bemüht, in der DDR spielen zu dürfen, hatte da viele Fans. Dann hat es 83 geklappt. Allerdings fand dann das Konzert statt im Palast der Republik vor ganz vielen Leuten in FDJ-Hemden. Also das war ganz stark organisiert von der Partei, wer dahin durfte. Das hier wird die Szene. So stelle ich mir das vor, dass sozusagen da drin die Blauhemden sitzen, wie hier, dass man die vielleicht auch gar nicht so gut sieht. Und dann hinter der Mauer Udos echten Fans. Und zwar haben wir da hier Bilder. Der hat sich nämlich nach der Generalprobe wohl rausgeschlichen und hat dann seine echten Fans getroffen. Haben ihn dann auf der Schulter getragen. Symbolisch stellen wir das alles an die Mauer. Natürlich waren die nicht so dicht dran. Jackie wird die Mauer bauen oder wird diese Szene bauen. Und zu der Berliner Mauer passt natürlich auch noch, dass wir auf der Rückseite das Graffiti machen. Hier vorne haben wir angedeutet den Palast der Republik. Das ist diese typische Glasfassade, die man vielleicht kennt. Im Inneren des Zuges befindet sich außerdem noch ein kleines Bild. Das zeigt Udo Lindenberg im Konzert oder vom Konzert im Palast der Republik. Wenn man das Dach hier so ein bisschen aufzieht, kann man das sogar schon ein bisschen erkennen. Mit den Graffitis ist es so, dass wir natürlich sehr dicht auch an die originalen Aufnahmen von damals kommen. Allerdings gibt es ja auch Abschnitte, die besonders bunt sind und das finden wir eigentlich noch am schönsten und haben uns überlegt, dass wir, um unseren eigenen Stil da reinzubringen, noch ein paar Songtexte von Udo Lindenberg aus dieser Zeit und von diesem Konzert mit aufnehmen wollen. Was auch noch eine schöne Nebenszene wäre, das wäre hier Erich Honecker mit der Gitarre, die Udo ihm geschenkt hat. Da stand drauf, Gitarren statt Knarren. Honecker hat diese Gitarre auch angenommen. Ob er sie jemals gespielt hat, ist nicht ganz klar. Wir denken ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir den bauen, also Honecker mit der Gitarre und den irgendwie in den Zug setzen. Honey mit der Knarre? Ja. Ja, witzig. Also wir stellen uns vor, der hat die Gitarre bekommen und dann hat er hier in der Toilette vom Zug dann heimlich gespielt. Da kommt er dann rein. Fünfte Wagen sind die 90er und damit als wichtigstes Ereignis die Möglichkeit, in die DDR endlich zu fahren und dort eine Tour zu machen. Das hat Udo auch sofort gemacht, 1990. Und daher kommt dann auch die Idee, die Wiedervereinigung zu zeigen, als tatsächliche Wiedervereinigung von zwei Wagen. Das hier ist ein Wagen, wie er in der DDR gefahren ist und das ein Wagen, wie er in Westdeutschland gefahren ist. Hier mit einer symbolischen kaputten Mauer in der Mitte. Wir werden das zusammenbringen als die beiden Wagen, die kaputte Mauer mit der Konzertsituation, wie das dann damals ausgesehen hat, mit diesen blauen und pinken Lichtern.
Die 2000er sind Udos Comeback-Jahrzehnt, kann man sagen. Er hat da einen ganz interessanten Satz gesagt, Phönix aus der Flasche. Und das wollte ich dann einfach ganz bildlich so verarbeiten. Und zwar hier der Phönix, der eine Welle an Musik, an Auszeichnungen, an Preisen und so weiter mit sich bringt. Das ist nämlich tatsächlich in den 2000ern passiert, mit der Veröffentlichung auch seines Albums Stark wie 2. Das war ein super Erfolg, ganz lange in den Charts und so weiter. Udo in der Pose vom Albumcover, wie er steht vor der Flasche, aus der der Phönix auftaucht. Und bei dem Phönix wollte ich auch eingehen darauf, wie Udo seine Vögel immer malt. Das macht er nämlich ziemlich oft. Und zwar hier dieser Kopf, den werde ich irgendwie so nachbauen. So, das ist der vorletzte Wagen, die 2010er Jahre. Und da ist er auf so eine ganz große Stadiontournee gegangen. Und das wollte ich aufgreifen. Da gab es nämlich als ganz wichtiges Bühnenelement diesen Zeppelin. Also ein Zeppelin hat doch fast die gleiche Form wie so ein Wagen. Und da könnten wir doch etwas bauen, was aussieht wie der Zeppelin und gleichzeitig in der Mitte noch Platz lassen für ein ganz anderes wichtiges Event, was auch in dem Jahrzehnt stattgefunden hat. Und zwar 2011 war das MTV Unplugged-Konzert. Und nicht ohne Stolz hat Udo uns erzählt, dass es das erfolgreichste deutsche MTV Unplugged-Konzert jemals gewesen ist. Und das wird wohl auch die Szene, die wir dann nachbauen, hier in der Mitte. Und das sind die 2020er, also 2020 bis 2026. Er hat einen Mega-Hit gelandet mit Apache 207, Komet. Und wir wollen den Kometen zeigen. Udo selbst hat ganz oft Kometen auch gemalt und wir werden also auch einen Kometen bauen, der so ein bisschen aussieht wie die Kometen, die er malt. Der Komet wird aus einem Wagen rauskommen, ob das jetzt eher so ein Timestretch ist oder eine richtige Explosion, werden wir gucken. Olaf auf jeden Fall wird diesen Kometen beleuchten, der freut sich da schon drauf. Sonst noch wichtig ist, Udo Lindenberg ist Ehrenbürger der Stadt Hamburg geworden 2022. Da ist er zu Recht sehr stolz drauf. Der Panic Express, Miniatur Wunderland. Jetzt ist es soweit. Ich danke euch so. Ich freue mich total. Okay, liebe Leute, es geht jetzt ab. Action! Yeah, no panic. Ja, doch. Ja. Fair. This is slowly, ne? Ganz easy, fängt er an, ne? Na, Olaf, wie geht's? Müde und dir? Bist du müde? Und jetzt ist so, ist fertig, jetzt weg, oder? Ja, ich bin super froh, dass es fertig ist und wie es geworden ist. Vor allem, weil es auch noch mal spannend geworden ist gestern. Ja, das war gestern. Gestern war noch mal so ein Nervenakt auf jeden Fall. Wir brauchen Heißluftföhn. Der Oberleitungsmast ist hier aber so eng dran, dass auch ein normaler Wagen da dran schaffen wird. Jetzt sollen wir weiterfahren. Was denn jetzt? Weiß ich nicht, das finde ich jetzt raus. Und dann war ich so guter Dinge, ja komm, wir fahren mal. Ne? Die Lok hat das ja geschafft, warum soll der Rest das nicht schaffen? Und da habe ich dann halt das Alter der Anlage so ein bisschen unterschätzt. Da war ich toll glücklich, dass Wolle dabei war, dass der mir ja geholfen hat. Und dann haben wir ja 2 Stunden lang wirklich jeden Masten irgendwie angeguckt und gesucht und geschaut, wo dass der Zug dann da fährt, wo wir ihn ja vorgesehen haben. Warum fuhr der Zug eigentlich so richtig? Denn wir haben ihn ja auf die Teststrecke gesetzt und da ging das ja eigentlich ganz gut. Genau. Und dann dachte ich war super optimistisch. Ich dachte, wir setzen ihn jetzt auf die Anlage, der fährt. Ja. Und dann nicht so richtig? Nee, dann war halt das Problem, dass halt in diesen alten Anlagenabschnitten, da
Also es gab so ein Lichtraumprofil, man hat mal entfernt davon gehört. Aber Wir so haben uns dran gehalten. Ja, wir haben uns dran gehalten, aber die Leute, die das halt vor 25 Jahren gebaut haben, nicht. Wir waren halt für diverse Stellen zu breit, weil es kam ja auch noch nie wirklich jemand auf die Idee und hat gesagt, komm, wir bauen mal so einen Zug, der alle Abmaßungen, die man so hat, wirklich bis auf das äußerste Maximum ausreizt. Ja, wir haben uns total Mühe gegeben, nach oben immer das Lichtraumprofil einzuhalten. Immer wieder mit der Schablone drüber und so, 2 Millimeter haben wir noch, geht und so. Und dann am Ende war es gar nicht die Höhe. Nee, es war die Breite die ganze Zeit. Es war überall die Breite. Das war Wahnsinn. Damit hatte ich selber nicht gerechnet, weil das habe ich auch gar nicht einkalkuliert, weil die war immer so beiläufig. Ja, das passt. Und über Auge, weißt du, das wird schon irgendwie gehen. Ja, der Abend war cool. Also es war krass. Die Stimmung, es war super aufgeregt irgendwie. Die Presse hat sich gestapelt. Ja, das war schon auch um 5 war da alles voll und abgesperrt. Und irgendwie, immer wenn die Tür aufgegangen ist, alle waren so, ist er das? Während das dann war, ich war ja in so einer Hab-8-Stellung. Weil ich habe mich einfach gedanklich auf alles vorbereitet, was jetzt irgendwie passieren kann. Und ich habe den Zug Dutzend Male Probe gefahren und mit Gerrit das und hier und da. Und trotzdem, ich war die ganze Zeit so grundnervös und ich hatte so eine Grundsorge, dass ich irgendein Detail übersehen habe und dass das gleich nicht funktioniert. Ich war die ganze Zeit gedanklich daran, das klappt gleich nicht. Ja. Ne? Das war so purer Stress. Und dann haben wir diese erste, also er hat ja dann diesen Schalter umgelegt und 1, 2, 3, er fährt los. Ne? Ja. Also, da ist ja, habe ich die Luft angehalten kurz. Und ich auch, ne? Weil ich hatte halt am Funk und direkt so, ich sag zu Nikolas, du kannst jetzt fahren. So super gestresst habe ich das einfach rübergebracht. Und dann ist das Ding losgefahren, ne? Und dann war schon mal so die erste Anspannung weg. Als dann die Musik ertönte, da war der Schalter umgelegt. Und dann war dieser Moment so, und jetzt bist du fertig. Entspannung. Und dann, dann hab ich als Udo alle da gezeigt. waren, dann ist ja auch noch mal was passiert. Ja, dann war Udo auf einmal weg. Ja, also der eine von den vielen Udos. Ja. Das war krass. Also die haben es auch gar nicht gemerkt. Das waren ja irgendwie andere, die da gesehen haben. Ja, Johannes hat mich angerufen. Ach so, Johannes hat mich angerufen und weil der quasi gerade so neben Udo stand, hat er dann auch noch so ganz so halb in sein Telefon geflüstert, um mir das dann so ein bisschen diskret zu sagen. Und ich habe dann ja in aller Diskretion bin ich dann ja quasi auf der Anlage an den Kamerateams vorbei und habe dann da wie so ein Trüffelschwein habe ich dann da den kleinen Udo gesucht. Ja. Und als ich ihn dann hatte, stand ich halt auch genau hinter Udo und meinte so, guck mal Udo, ich habe dich gefunden. Du hast es ja eigentlich gut gedacht. Du meintest, die sitzen so hoch, die Figuren, die sollte man irgendwie magnetisch draufsetzen, genau, dass die nicht abbrechen, wenn die irgendwo hängen bleiben, sondern nur runterfallen. Dann kann man sie wieder einsammeln und draufsetzen. Genau. Und das war so gut gedacht und sofort passiert. Also Udo, du hast immer gesagt, du möchtest auf keinen Fall nochmal so einen Zug bauen. Ja. Bleibst du dabei? Nein, das ist natürlich also ich glaube, da geht es dir ähnlich. Ne? Man ist halt am Ende leicht übersättigt mit der Thematik. Ich würde jederzeit wieder mit dir so einen Zug bauen wollen. Cool. Es war ein Prototyp. Wir wissen jetzt super viel mehr als vorher. Auf jeden Fall. Also würden wir noch so einen Zug bauen, würden wir da auch an vielen Stellen nochmal ganz anders routinierter rangehen. Ja, natürlich. Ne? Das ist so ich würde auch wieder einen Zug mit dir bauen. Sehr schön. Falls ihr in den letzten Tagen da wart, habt ihr den Zug schon gesehen und wie findet ihr ihn? Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wen würdet ihr denn sagen, sollten wir noch einen Zug widmen? Schreibt es in die Kommentare. Tschüss und bis bald.